Hey, it's Sunday, so it's time for my podcast. Welcome. I hope you had a beautiful week. Um, I had a good one, a busy one, and I think I slow nearly at the point where I'm super happy if Swiss Yarn Festival would be already over, but that's just normal for me that 2-3 weeks before the festival I think why it isn't over yet, because just the stress goes up like hell. And but then when the festival is here, it's like this and it's over, and then I'm pretty sad about it. So yeah, let me tell you what I did this week. Mostly a lot of computer work, not that much knitting. I finished the pattern for the shawl, and I wrote down everything and made a test knitter call, and I found some lovely knitters who like to test it. And the first one started at Wednesday, and every day one more person came. So I have now quite a nice amount of testers, and it was the only thing I was knitting this week, because I decided on Wednesday, when I tried to calculate how much fingering yarn you would need, because the original yarn is a DK, and my brain is quite overloaded, so all the numbers I calculated didn't make any sense. So I stopped, and I decided, okay, that's garter stitch, no thinking, just relaxing. That's what my brain at the moment needs. And so I started another one, Abraço Shawl. And yeah, here it's pale rose, and for the border I decided to combine it with mustard and a pale blue, and it's one of my favorite yarns. It's Silana Rimu. It's a fantastic yarn. It's with merino and brushtail possum. It's from New Zealand, and brushtail possum is an animal that lives now in New Zealand but isn't from there, and has no natural how you say, there are no animals there who eat them, so they have to be hunted, because they make a lot of damage to flora and fauna of New Zealand. They enjoy a lot the eggs of the birds, and that's not good.
And yes, so they end up in a nice yarn, and with it's also they support brush tail possum free areas where flora and fauna of New Zealand can regrow, and I think it's a really good thing. You see, my brain is really totally overloaded. I not even get the easiest words in English right now. Yeah, I can recommend you go to the website of Silana Yarns and read the whole story, because it's really a good project and a beautiful yarn, and it's, even if it doesn't sound for you in the first, but it's sustainable and it helps flora and fauna of New Zealand. So yeah, I do my second Abraço shawl in fingering with these 3 colors, and let me, I don't know how big this one will be, but for sure I really take care now. You see, I already, here is the marker for 100 stitches, 110, 120, and I will see and check how much smaller the shawl will be in fingering weight instead to DK. I let you know. Yes, that was the only knitting part of this week. On the other time when I was on the computer or preparing my booth for Swiss Yarn Festival, I mostly printed patterns, my patterns, because if you ever saw me on Swiss Yarn Festival or on another festival, then you know I have like covers which I print or I let print. So I have for all my patterns, not for all, but for most, I have patterns, small and big. And for example, here the punk sweater with a lot of charts, of course, is a big one. And then the written stuff I print at the moment myself, put them into the covers and make them nice to get to take them with me to the festival. Because when we made the first Swiss Yarn Festival in 2019, I thought I don't need printed patterns because all my patterns are on Ravelry, and so I can sell the patterns there, but I give the client just the download or the coupon code. They can download the pattern then on Ravelry, but it didn't work. I don't know if it's yeah, for me it's the same. If I go to a festival, I like to buy something I can hold in my hand and I can take with me at home. So I really have something to touch. And a coupon code is
So yeah, I sold nearly none of my patterns on the festival. So I had to become creative after the first one, and this was the idea for 2020 with the covers and printing my patterns and put them inside, and this really worked well. Yes, it worked well. But now with that many patterns I have, it's a lot of work. So maybe I need to go a step further and to rethink everything. My printer at home will love me if I outsource it, but we will see. Not for this festival, of course. Now we are nearly ready. Christine and I made yesterday the booth. We planned which designs we will take with, and so which patterns we will have at the booth. And I need some more, but nearly ready. Yes. Right. Still, one thing I forgot last week, and somebody told me, this pattern here, I was asked what's the name of it, and this is my top gold. I made it with Penny Lane yarns Wonderlane, and the upper part is, I think, was a yarn with linen, but she doesn't has it anymore in her range. But here it's Wonderlane, and you can do it with mohair, for example, or just any other lace yarn. And the sweater I was wearing last time was Challenoursli in the version of Bichebuche Le Grand Lambswool, together with kid silk. I can't show it anymore to you because it will be on my booth, and Christine took yesterday all my sampler to her home and to help me to refresh, wash them, just make them ready for the booth. So I do not have any samples here to show. This one is, before somebody is asking, no, there isn't a pattern yet available. It's just a self-love sweater for the moment, and I think I have to reknit it, and because it's really comfy and I love him very much. It's made with a cashmere from Lana Grossa, but I don't know any really which one. It was a gift from my boss. And so I forgot about which Lana Grossa cashmere it was, but it's a nice material. I really love the stitch a lot, but if you know my New Year's scarf, then you know the stitch, and it needs some corrections, so that's why it didn't became yet a pattern, but what isn't can be. So of course I still need also work after the Swiss Yarn Festival.
And I thought, as I can't show you so much knitting this week, I thought I'd show you two yarns I have in my stash. The first one I bought last year at Lyon, Knit and Eat. And I really couldn't resist when I saw this color, and I was so happy. She had 2 skeins left, so I think for a summer top it will be enough. Look at this color. Isn't it amazing? It's just so gorgeous. And it's the brand is Feliz y Punto, and it's 75 silk with 25% linen, and it's a fingering weight 400 meters to 100 gram. And yeah, as I told you, lucky me, I have 2 skeins. So at least it would be enough for a Penny's tank top. Do you know Penny's tank top? Let me get it. I have it here. I can show. Hi, I'm back. The original was made with fingering lane by Penny Lane yarns, and this version is with a merino from Dark Omen Yarns, and it's really just, you know, like this. Bam. So I think the Feliz y Punto, if I have no other idea, could become also a Penny's tank top. And then another yarn which I bought in Porto when I visited the Knit with Friends festival in Oporto, is also a silk. It's 100% puret silk. I don't know if in English it's the same. It's let me check where it is. Here, 50 gram with 500 meters, so it's really thin, quite a lace. You see, it's really thin, huh? But I will hold it double, otherwise I would go crazy if I have to knit it this thin. And I have 3 colors. This one is blackberry ice cream. Then I have 2 of silver. It has also a little bit of bromberry touch. And of course, electric violet. Yeah, as you can see, I really like hot pinks. So, don't know yet, but it's in my stash. It's ready. When the idea hits me, I just can start. But
Yeah, for sure, not before the Swiss Yarn Festival anymore, because it's only 3 weeks. Countdown is going down, it's coming closer, and still enough to do. So now it's again good. Yes. And maybe, I don't know if you already saw, but maybe you don't see it. No, it's not really visible. I maybe like this a little bit, huh? I didn't only order coffee mugs. I saw that they offer also beer glasses, and so I had to order my own beer glasses. And yes, I will have them with me at the Swiss Yarn Festival as well. So if somebody would like to have a beer glass and is visiting the Swiss Yarn Festival, come on over and get yours. So now I say happy Sunday evening. I go later to knit also again. Enjoy it, and hopefully I can show you some more knittings next Sunday, or have some interesting news for you. So see you there. Bye. Have a good week. Gut, gehen wir rüber auf Schweizerdütsch heute zusammen. Mein Kopf ist ein bisschen überladen. Ich hoffe, dass ich jetzt noch weiss, was ich vorher noch alles auf Englisch erzählt habe. Ja, wir fangen einfach mal an. Diese Woche, also ich hoffe, ihr habt eine gute Woche gehabt. Meine Woche war cool. Halt einfach extrem viel zu tun im Moment, weil eben das Swiss Yarn Festival kommt näher und es gibt noch so viel zu tun, nicht nur für das Swiss Yarn Festival, sondern natürlich auch für meinen Stand. Darum bin ich hauptsächlich diese Woche am Computer und habe zum Beispiel die Anleitung fertig geschrieben für den Abraço Shawl und habe dann auch noch einen Aufruf gemacht und mega cool, wie viel das noch Zeit haben zum Testlesen. Sogar Aussteller, die noch mitmachen und noch testen. Und auch ganz viele, die auf Besuch kommen. Und die eine oder andere, da bin ich, weiss ich schon, bringt mir dann auch den Schal mit, um zu zeigen. Ich freue mich mega. Wird so cool, all die Varianten dann auch gerade in Natura zu sehen. Und die Anleitung werde ich dann sicher noch kurz vor dem Festival auf Reveille veröffentlichen. Und genau, weil mein Kopf so überladen ist, habe ich probiert auszurechnen, weil so die Originalwolle ist ja DK. Und ich habe probiert auszurechnen, wie viel Verbrauch das man hätte, wenn man jetzt für ein Fingering nehmen und natürlich mit kleineren Nadeln arbeiten. Und all die Zahlen, die ich da bekommen habe, haben so keinen Sinn gemacht, dass ich musste sagen, weißt du was, vergiss es, es bringt nichts, du bringst es nicht an mit Rechnen. Und habe gefunden, da eben mein Kopf ja sowieso überladen ist und keine wirklichen Designs jetzt mehr irgendwie können entstehen, habe ich gefunden, ich mache jetzt gerade noch mal einen an der Strickseite. Zack, zack, vor der Seite. Und es ist so entspannend, einfach ein bisschen kraus rechts Rippli zu lesen. Es tut so gut. Nicht wirklich müssen studieren, sondern einfach
und mal abschalten vom Stress und Gedankensturm auch mal können abschalten. Das ist wirklich bitte nötig im Moment. Der Hauptteil rosa und für Borten habe ich gefunden, mache ich dann die Kombi. Rosa, ein Senf und das Hellblau. Die Wolle ist Silana Rimu, kommt aus Neuseeland. Rimu ist 60% Merino und 40% Fuchskusu. Heisst das auf Deutsch? Fuchskusu. Ich sage ihm aber nur Possum. Der Fuchskusu ist ein Schädling in Neuseeland. Der ist eingeschleppt worden vom Mensch natürlich und hat, also so wie ich es weiss, für damals für die Pelzindustrie und ja, man kennt ja die Viechli. Die finden immer mal das eine oder das andere einen Ausweg zum Abhauen. Und weil die keinen natürlichen Find in Neuseeland haben, haben die sich vermehrt immens. Und sind jetzt wirklich zu einer Plage geworden, weil ihr Lieblingsessen sind Vogeleier. Und sie gehen mit Freude den Vögeln ihre Nester ausräumen. Und das ist natürlich, gerade bei Neuseeland, wissen wir alle, haben ganz eine grosse Vogelvielfalt, ist das ein Albtraum. Und ja, es ist so, die Fuchskusu, die werden getötet. Ist aber sogar auch zum Beispiel ein Projekt vom WWF. Die sind da auch dabei, um die Natur von Neuseeland zu schützen. Und sie sind nicht umsonst dann schlussendlich, wie soll ich sagen, gestorben. Nein, das kann man so auch nicht sagen. Aber man kann noch etwas aus diesen Tieren machen und das finde ich eigentlich wieder gut. Und es wird auch mit Hilfe davon werden possumfreie Reservate unterhalten in Neuseeland, wo sich die Natur wieder erholen kann. Die Vögel wieder in Ruhe brüten oder einfach nur mit ihren normalen Finden halt umgehen und auch die Flora sich wieder erholen von diesen Schädlingen. Es ist ganz spannend. Es ist nachhaltig, auch wenn es im ersten Moment nicht nach Nachhaltigkeit tönt. Aber es ist ja so, wenn ihr es genau wissen wollt, empfehle ich euch einmal auf die Homepage von Silana Yarns. Dort ist es wirklich gut beschrieben. Leset es einmal nach. Ich finde es wirklich wichtig und gut und darum kann ich mit gutem Gewissen auch so eine Wolle verlismen. Sie ist nämlich wirklich wunderschön und ja, ich kann damit leben. Ist ein kontroverses Thema, ich weiss es, aber geht es lesen, macht euch schlau und nehmt mal so einen Knäuel in die Finger und ihr wisst, warum die süchtig machen. Das wäre es jetzt in dem Fall schon von der Lismi-Front. Was ich diese Woche am meisten gemacht habe, das sind meine Anleitungen vorbereitet. Sprich, ich habe ja so Covers und drucke die Anleitungen dann aus, lege es rein, verpacke es und nehme sie so mit
als Swiss Yarn Festival. Auf diese Lösung da bin ich gekommen, nach dem Swiss Yarn Festival 19, wo ich keine gedruckte Anleitungen dabei hatte, weil ich gefunden habe, ja, all meine Anleitungen sind ja auf Ravelry. Ich mache einfach Postkarten mit dem Code, wo ich den Code draufschreibe, und wenn jemand eine Anleitung kaufen will, dann kann ich ihm die Postkarte geben. Und er kann die Postkarte mit heimnehmen und die heim am Kompi die Anleitung abladen. Hat nicht funktioniert. Ich verstehe es ja auch, weil wenn ich an ein Festival gehe, dann wollte ich auch Sachen mit heimnehmen, die ich in der Hand habe, wo ich kann, schau mal, und das habe ich gekauft und das habe ich gekauft. Und dann ist so eine Postkarte nicht wirklich gerade so optimal. Und ja, bin ich halt über die Bücher nach dem Swiss Yarn Festival 19 und bin dann auf diese Lösung gekommen, weil ich einfach gefunden habe, ich will nicht alles gedruckt haben, schon die ganze Anleitung wie ein Büchlein, weil dann, ich muss ja immer eine gewisse Menge bestellen. Und wenn jetzt sich da irgendwo ein Fellenteufel einschleicht bei einer Anleitung und ich habe 50 gedruckte Anleitungen daheim, dann kann ich die alle zusammen kübeln. Und darum bin ich jetzt auf die Idee gekommen, mit diesen Covers und die heim selber auszudrucken. Nur mittlerweile muss ich sagen, bei diesen vielen Anleitungen, die ich habe, wird das ein immenser Job für meinen Drucker. Und er findet das nicht so lustig. Und ich glaube, jetzt muss ich fürs 25 dann wirklich auch noch mal über die Bücher, ob es vielleicht nicht gescheiter ist, wenn ich doch auch die Anleitungen selber schon eben so Schülerzeitung-mässig, broschürenmässig drucken lasse und die dann halt einfach dabei habe. Aber ist natürlich wieder eine Zeitfrage, es ist eine Investition. Aber wir schauen mal weiter. Ich bin gespannt, wohin ich komme. Das wird sicher lustig. Yes! Dann bin ich darauf hingewiesen worden, dass ich in der letzten Episode nicht gesagt habe, was das für ein Design ist. Und es stimmt, habe ich vergessen. Darum habe ich es auch für heute hängen lassen, weil ich gefunden habe, dann kann ich es gerade so zeigen. Das da ist das Top Gold. Habe ich aus Penny Lane Yarns Wonderlane gemacht. Also der untere Teil ist aus Wonderlane. Und beim oberen Teil, das ist ein Lace Garn von der Penny Lane Yarns mit Leinen. Ich weiss aber, das hat sie nicht mehr. Die Wonderlane, die hat sie auf jeden Fall noch. Und ja, da könnte man jetzt jedes andere Lace nehmen oder auch ein Mohair. Eine Testlismerie von mir damals hat das mit Mohair gelismet und es sieht sensationell aus. Der Pulli, den ich anhatte, ist der Schellenursli in der Version mit Biche-Büche. Biche-Büche Le Grand Lambswool und zusammen mit dem Mohair. Ich kann den euch nicht mehr zeigen, weil gestern haben Krigi und ich besprochen, welche Design das ich ausstellen am Swiss Yarn Festival. Sprich, welche Design ich mitnehme und dann auch die Anleitungen dabei habe. Weil ich kann nicht all meine mittlerweile fast 80 Anleitungen mitnehmen. Ist irgendwann ein bisschen heftig. Darum haben wir jetzt das so ein bisschen schmäler gemacht. Und ja, der Schellenursli logischerweise ist dabei. Die Originalversion habe ich mit der Schweizer Wolle von der Wollspinnerei Fetch gelismet.
und dann eben noch eine zweite Version mit Bischenbüsch. Genau. Der Pulli, den ich heute anhabe, da gibt es keine Anleitung dazu. Das ist im Moment einfach noch so ein Self-Love-Sweater oder Self-Love-Knit. Er muss auch ganz klar noch ein bisschen korrigiert werden. Da oben gefällt es mir nicht, wie ich es jetzt gemacht habe. Er ist ausnahmsweise mal von unten aufgelismet und dann mit einem 3-Needle Bind-Off. Aber ja, da ist es einfach nicht so schön. Und dann habe ich ja, wie ihr wisst, das Butzy, wo immer auf den Schultern oben hockt oder hinten raufgumpelt. Und die hat mir da jetzt schon wieder ein Fädeli rausgezogen. Aber, zack, wenn ihr zum Beispiel meinen Neujahrsschal gelesen habt oder gesehen habt, dann kennt ihr das Muster bereits. Und muss sagen, ich liebe den Pulli, ich habe ihn wirklich mega gerne an. Er ist aus einem Kaschmir von der Lana Grossa. Ich weiss aber nicht mehr, wie das Kaschmir heisst. Das habe ich geschenkt bekommen. Und er ist mega angenehm zum Tragen. Er ist ein bisschen oversized vom Schnitt her. So. Da habe ich einen riesen Fehler reingelismet, wie ihr seht. Und ja, bevor es eine Anleitung gibt, muss der nochmal gelismet werden. Was ich dann für ein Material nehme, weiss ich nicht. Aber da findet sich garantiert etwas. Entweder bei mir in meinem Stash oder am Swiss Yarn Festival. Apropos Swiss Yarn Festival, vielleicht siehst du es. Es ist eben nicht so gut sichtbar. Nein, so gut es auch nicht. Aber vielleicht mit dem Gel. Geht auch nicht. Okay. Dann musst du halt einfach am Swiss Yarn Festival bei mir am Stand vorbeikommen, weil ich habe nämlich nicht nur Kavitasli bestellt, sondern auch Biergläser mit meinem Logo drauf. Ja, wer mich kennt, der weiss, dass ich das jetzt einfach haben musste. Und die habe ich dabei. Und wenn du dein eigene Pizzeria-Bierglas willst haben, kommst du einfach an meinem Stand vorbei. Und ich habe mir überlegt für heute, weil ich ja praktisch nichts gelesen habe, dass ich jetzt einfach mal noch 2 Babys aus meiner Kollektion, aus meinem Vorrat zeige. Und das erste Baby, das habe ich gekauft zu Lio am Knit and Eat. Und das ist von der Hanf, also der Brand ist Feliz y Punto. Und dieser Farbe konnte ich einfach wirklich nicht widerstehen. Ich finde die ja so hammergeil. Es ist klar, es kommt nicht ganz so über jetzt da, aber es ist mega nah am Original. Das ist Fingering Weight, also 400 Meter mit 100 Gramm. 75% Seide und 25% Leine. Und ich habe wirklich Glück gehabt, weil ich habe genau noch die letzten 2 Strängli bekommen. Nachher war die Farbe ausverkauft. Aber mit 800 Meter bringe ich ein schönes Sommershirt an, weil Seide, Leine, das soll jetzt einfach gerade wirklich dann irgendetwas Sommeriges geben. Und im schlimmsten Fall, wenn ich gar keine Idee habe, was ich daraus machen könnte, aber das Penny's Tanktop, für das langt es auf alle Fälle. Das Original ist mit Penny Lane Yarns. Und das da ist die Version mit Dark Omen Yarn. Die Färbung habe ich einfach auch so hammergeil gefunden. Das Orange und Rot und Rosa, Pink,
Das war cool gewesen. Und damit ich da nicht so die typische Musterung bekomme, wo halt bei handgefärbten Wolle manchmal gibt, das Pondering, habe ich da abgewechselt, und zwar, ich glaube, immer nach 2 Reihen, respektive nachher unten nach 2 Runden habe ich, also ich hatte auch zwei Knäuel, dann habe ich einfach abgewechselt. Und ich finde es mega cool so. Ja, das war das erste Baby. Und das zweite Baby habe ich in Oporto gekauft. Bei Soc una Trocca. In Oporto beim Knit with Friends Festival. Und das ist eine 100%ige Butzy. Sie ist dünn wie Sau. 500 Meter auf 50 Gramm. Also wirklich dünn. Aber ich habe, also, schau mal, so dünn ist die. Aber ich habe beschlossen, ich nehme die doppelt. Darum habe ich auch 4 Knäuel. Also, ja, 2000 Meter. 2 Kilometer Wolle, da bringe ich schon etwas an. Und ich habe einerseits, das da ist Blackberry Ice Cream. Mega coole Farbe. Dann die heisst Silver. Von dem habe ich 2. Das ist cool, weil da kann ich nämlich die 2 immer als sozusagen Grundfarbe nehmen und einmal mit dem Blackberry Ice Cream kombinieren und dann noch mit Electric Violets. Und ich glaube, das kommt hammergeil dann zusammen. Und ja, genau. Es tut mir leid. Ich habe wirklich ein bisschen, mein Kopf ist ein bisschen am Anschlag. Und darum habe ich zwischendurch plötzlich einfach so kleine Aussetzer. Aber ja, ihr könnt euch ja dann davon überzeugen, dass es mir wieder gut geht, wenn ihr am Swiss Yarn Festival vorbeikommt. Jedenfalls, genau, Soc una Trocca, da mache ich sicher auch irgendetwas Sommerliches draus. Was genau? No idea, aber eben. Mit 4 Knäuel an 500 Meter, auch wenn ich es doppelt nehme, da kann ich also spielen mit Kombis und so, wie ich will. Da bringe ich dann schon fast ein Mini-Kleid an. Wahrscheinlich. Aber so weit gehen wir wahrscheinlich auch nicht. Gut. So. Ich glaube, für heute war es das. Ich will deine Nerven nicht mehr überstrapazieren. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntagabend und eine wunderbare Woche. Bin gespannt auf deine Kommentare oder ja, vielleicht hast du ja irgendwelchen Input. Und ich hoffe, dass ich nächsten Sonntag ein entspanntes Köpfchen habe und wieder ein bisschen freier erzählen. Und natürlich auch wieder mehr zu zeigen habe, was ich vielleicht gelesen habe. Ja, habe eine schöne Woche. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.